Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Mit dieser Aussicht möchte ich meinen heutigen Film beginnen. Ja, einen schönen guten Morgen. Also in letzter Zeit ist das Wetter hier richtig schön. Also Koh Samui ist noch immer eine Reise wert, denn ab und zu ist auch in der Regenzeit mal schönes Wetter. Ich habe ja im letzten Beitrag erzählt, dass mein Vater im Krankenhaus gekommen ist. Man hat jetzt auch die Ursache gefunden. Die Entwässerungstabletten, die er bekommen hat vom Arzt, die waren zu hoch eingestellt. Er ist also hydriert und dadurch auch kollabiert und mit seinem Diabetes verbunden. Alles ist dann zusammengebrochen. Man hat es gefunden und mein Papa darf am Freitag wieder aus dem Krankenhaus kommen. In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch bei meiner Tochter bedanken. Sie ist ja diplomierte Altenpflegerin und die hat mit dem Arzt das rausgefunden, dass der vorige Arzt da also eine viel zu hohe Dosis angesetzt hat an Entwässerungstabletten. Dankeschön, meine Maus. Heute möchte ich auf folgende Themen eingehen. Einmal auf die Muck. Die ist ja im letzten Film super gut angekommen und wie es weitergeht, da werde ich was dazu erzählen. Wie geht es jetzt weiter? Wir werden ja nächste Woche losfahren. Am 8. glaube ich ist es, müssen wir losfahren, damit wir am 10. oben in Rayong ankommen und dort 2 Monate verbringen. Da werde ich noch etwas zu sagen. Ja, und da fällt mir bestimmt noch was ein. So, jetzt gehen wir mal zum Wetterbericht. Wir gucken uns jetzt erstmal die Temperaturen an. Wir haben heute Morgen 27,6 Grad mit 74% Luftfeuchtigkeit. Das ist schon hoch. Das ist normalerweise, wenn es anfängt zu regnen. Die Aussicht zum Marine Nationalpark ist hervorragend. Ich kann also auch einzelne Strukturen am Strand auf den Bergen erkennen. Dann gehen wir mal weiter rüber. Unsere tote Palme, Blatt hängt noch immer. Und wenn ich mal ranzoome, ich kann auf jeden Fall hinten auch Koh Tao sehen, das heißt also Sichtweite 50 Kilometer. Und ich sehe auch die Qualmwolke von der Ratcha-Fähre da hinten. Was kann ich erkennen? Natürlich die Insel an sich. Einzelne Gebäude kann ich von hier aus erkennen. Ich kann auch sehen, dass die Ratcha-Fähre da hinten mit der Qualmwolke Richtung Koh Phangan fährt. Also die Sicht ist heute hervorragend. Die Sicht zum Berg hoch ist auch hervorragend. Keine Wolken liegen oben auf. Das kann nur noch ein schöner Tag werden. Hier haben wir die letzte Ansicht. Da hinten sieht man die Bergformation der Inselgruppe vom Marine Park. Wunderbar. Und jetzt schauen wir uns den Wetterbericht an. Wir haben übrigens den 30.11. und man sieht also, hier ist Regen in der Luft. Und was haben wir gerade gesehen? Kein Regen. Dann schicken wir das jetzt mal durch, alle 3 Stunden für den heutigen Tag. Soll es also regnen. Am späten Nachmittag wird es dann trocken sein und gucken wir mal, wie es morgen wird. Da kommt eine ganz kräftige Regenfront. Okay, dann gucken wir uns das mal im Überblick an zu Thailand. Woher kommt das Ganze? Gehen wir wieder auf den heutigen Tag zurück. Wir haben heute den 30. Und das kommt alles hier an Vietnam vorbei und kommt dann in den Golf von Thailand. Schauen wir uns das nochmal an. Mich interessiert jetzt natürlich hier oben Rayong. Da werden wir ja nächste Woche hinfahren. Da ist also schönes Wetter. Morgen. Und das sieht ja nicht schlecht aus. Ja, hier unten wird es dann regnen in Samui und hier oben im oberen Bereich, da ist es soweit regenfrei. Ja, also wenn man nach dem Wetterbericht geht, dann müsste es jetzt regnen. Wir sehen, da hinten, da sind ein paar dunkle Wolken. Also lassen wir es offen. Momentan ist es sehr schön. Und dann fängt der Morgen auch schon viel besser an.
Ja, gestern ist ja der Film rausgekommen, wo ich mit Muck bei Oma gewesen bin, wo sie im Regen da gesessen hat. Das war ja auch so von meiner Seite her so ein bisschen ein Testfilm, um mal zu gucken, wie Muck bei euch ankommt. Bei mir ist es sehr gut angekommen, muss ich sagen. Ich werde auch noch mehr über sie erzählen. Ich hatte mir gedacht, dass ich noch mal einen Dating-Film mache. Wie habe ich die Muck kennengelernt? Ich kann nur ein paar kleine Eckdaten von ihr hier preisgeben. Sie ist also hier auf Samui geboren. Sie gehört zu einer der größten und ältesten Familien hier auf Samui. Sie kennt Gott und die Welt. Ja, sie wohnt im Moment in Suratani bei ihren Eltern. Wieso und weshalb würde ich dann in meinem nächsten Film mitteilen. Und sie ist auf die Universität gegangen. Sie kann 4 Sprachen sprechen: Thailändisch, Englisch, Deutsch und Französisch. Mit dem Deutschen, da hat sie also viele, viele Monate gar nicht mehr die Gelegenheit gehabt, Deutsch zu sprechen. Daher, es kommt jetzt langsam wieder. Ja, sie war mal eine Unternehmerin gewesen, ist durch die Pandemie gestrauchelt, wie viele andere auch, die ihre Geschäfte schließen mussten. Sie ist nie verheiratet gewesen und hat keine Kinder. Und wir haben uns entschlossen, dass wir nächste Woche zusammen für 2 Monate nach Rayong fahren. Wir wollen es mal probieren miteinander. Ja, der heutige Tag ist auch wieder ausgefüllt. Heute die News machen. Für so einen Film brauche ich ungefähr 4-5 Stunden, bis er online ist. Dann werde ich meiner Ex-Frau noch helfen. Die ist ja letzte Woche schon ausgezogen und hat ihr eigenes Haus in Lamai. Und die Modellkleider von ihr, die hat ja vorher, hat sie ja noch immer, eine Hochzeitsfirma, ein Wedding Business. Da bringe ich die ganzen Modellkleider zu ihr. Und dann habe ich frei. Ja, und morgen oder übermorgen wollen Muck und ich nach Suratani fahren zu ihren Eltern, um da die entsprechenden Kleidungsstücke und Sonstiges für die 2 Monate abzuholen. Ja, also so habe ich jeden Tag meine 5-6 Stunden mit diesem YouTube-Kanal. Es macht mir Gott sei Dank auch viel Spaß. Ansonsten wäre nämlich sehr schnell die Luft raus, weil es schon anstrengend ist. Ich hatte gestern auch einen Film, da habe ich also 6 Stunden auf die Dreharbeiten gewartet und manchmal ist es nicht einfach. Aber es freut mich, wenn euch die Filme gefallen. Und dann machen wir jetzt hier mal Schluss, damit ich den Film jetzt gleich fertig machen kann. Und ihr werdet weiter von mir hier von Samui bzw. ab übernächste Woche von Rayong hören. Tschüss!